Erneut entfacht die Schlacht der Elemente in Vanea. Doch haben sich auch die Spielelemente in dem Spiel verändert. Wir holen euch ab und wir zeigen euch, was es für Neuerungen in der Kampagne gibt. Bleibt dran, viel Spaß dabei. Hallo, was geht? Hier sind wieder eure Brettspiel-Buddies, Martin und Basti. Hi. Und wir sind zurück in Vanea, denn die neue Kampagne startet demnächst. Also geben wir euch nochmal ein kleines Preview, doch keine Angst. Es wird kein vollumfassendes Preview. Wenn ihr genau wissen wollt, um was es sich handelt, dann schaut gerne in unser letztes Video rein, was wir da schon mal gemacht haben zum Preview. Denn die Kampagne war vor einem Dreivierteljahr schon mal am Start. Allerdings jetzt nochmal neu aufgelegt und es gibt diverse Verbesserungen, auf die Martin gleich eingehen wird. Grundsätzlich nur einmal kurz angerissen für diejenigen, die das erste Vanea Preview nicht gesehen haben. Schämt euch, guckt da rein. Guckt erst da rein und dann kommt er wieder zurück. Genau. Wir versuchen ein Tower Defense mäßiges Spiel aufzuziehen, um diesen schönen Elder Tree, der hier in der Mitte steht, mit seinen Lebenspunkten zu beschützen. Und mit wir meine ich unsere Guardians, die hier als Miniaturen vorhanden sind. Die gibt es allerdings auch als Standees und die wir hier über die Spiellänge aufbauen. Wir haben verschiedene Elemente, die Stärken und Schwächen dann jeweils haben. Wir sammeln unseren Loot, wir kaufen uns Waffen und es geht vor allem darum, sich aufzubauen, Monster zu töten und ein oder mehrere Bosse, wie man das dann auch gerne haben möchte in seinem Spiel, am Ende zu besiegen. Schafft man das und der Elder Tree hat nicht sein Leben verloren, gewinnen wir zusammen das Spiel. Wenn wir kooperativ spielen, schafft man das nicht, verlieren wir halt zusammen. Es gibt außerdem die Möglichkeiten, auch gegeneinander, also kompetitiv zu spielen. Da muss man dann noch eigene Städte verteidigen. Wir können auch so ein 2-on-2 spielen. Die Map... Schwierigen Modus gibt es auch noch. Hardcore-Modus kann man auch spielen, richtig. Die Map ist immer unterschiedlich, die kann man sich zusammenstellen, wie man möchte. Hier seht ihr auch an den Teils, die wird so nach und nach entdeckt. Also ist viel Abenteuer in diesem Spiel mit drin. Und Martin erzählt uns jetzt oder euch jetzt mal, was jetzt sich eigentlich verändert hat im Vergleich zur Kampagne vor einem Dreivierteljahr. Genau, da hat sich grundsätzlich erstmal einiges getan, so auch gesamten Artwork hat sich auf jeden Fall noch ein paar Veränderungen gemacht. Diese ganzen Hextiles sozusagen sind auch vollkommen anders neu illustriert, dass man auch besser erkennen kann. Auch die Symbolik ist besser geworden, das kann man auch schon mal sagen. Auch die ganze Optik auf den Karten grundsätzlich ist nochmal verfeinert worden. Da kann man dann auch wunderbar nochmal sehen, dass es da nochmal geschraubt wurde. Und was noch dazu kam grundsätzlich sind allgemein, weil das Spiel geht ja um Elemente. Hier sind die Elemente sind elementar quasi, möchte man sagen. Da kriegt man natürlich am Anfang ein starkes Element, aber auch die anderen sind ziemlich wichtig. Um das Ganze noch zu verfeinern, dachte man sich, okay, alles klar, wir machen das jetzt auch auf den Waffen. Zum Beispiel sieht man jetzt da, wunderbar. Dann erhöht das sozusagen auch den Würfel und macht euch mehr Schaden. Und man hat es natürlich auch auf den Fähigkeiten jetzt neuerdings draufgebracht. Das heißt, hier gibt es auch Fähigkeiten, die an gewissen Monstern mit einer gewissen Schwäche oder beziehungsweise Element dann auch mehr Schaden oder weniger Schaden machen. Das heißt, auch da muss man dann ein bisschen gucken. Man hat dann auch beim Elder Tree hat man leichte Veränderungen, jetzt was Kleineres in dem Fall. Hier gab es normalerweise so ein Board für den Elder Tree, da hat man jetzt 5 einfache Cubes. Das heißt, wenn man da Lebenspunkte abzieht, nimmt man sich einfach einen Cube weg oder packt dann wieder welche hin, wenn man heilt. Ist auch ein bisschen gestreamliner, deswegen auch schöner für den Endbenutzer bzw. für den Spielenden. Dann bekommt der Elder Tree jetzt auch Spezialfähigkeiten, die sieht man wunderbar hier. Davon gibt es 4 Stück im Spiel, kann man einmalig nutzen, das sind Consumables. Und da gibt es ganz verschiedene, die kann man einmal wieder in dem Shot nutzen. Da gibt es zum Beispiel einmal, dass man ein Monster auf der Karte irgendwo zerstören kann. Kann sein, dass man da gar nicht gerade hinkommt oder schwer, dann kann man sagen, gut, wir zerstören dieses Monster, dann wird die Karte umgedreht. Zum Beispiel kann man sich auch heilen. Alle Guardians, die zum Beispiel am Elder Tree sind gerade, kann man dann einmal heilen mit Mana und Lebenspunkten, dann dreht man die Karte um. Dazu gibt es noch einmal, dass die alle weggestoßen werden, ein Feld. Und das war noch... Was die Monster werden paralysiert. Ach genau, die Monster werden paralysiert, das heißt, sie können eine Runde lang nichts machen, in gewissem Radius. Genau, das kann man einmal in dem Spiel nutzen, um sich das ein bisschen einfacher zu machen. Genau. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, normalerweise war es so vorher, dass man diese Fähigkeiten auf Stufe 2 machen konnte, man musste dabei hinlaufen. Das kann man jetzt auch ganz einfach so machen, wenn man die passenden Cubes hat, beziehungsweise Gems sind es ja, dann kann man die einfach auch umdrehen.
Zudem haben die Helden auch Spezialfähigkeiten jetzt neuerdings. Das heißt, da hat man auch eine gewisse, also stärkere Asymmetrie drin. Zum Beispiel er kann zum Beispiel im Angriff, wenn er da einen Verteidigungswürfel würfelt, also ein Schild würfelt, nochmal neu würfeln, um dann halt noch weiteren Schaden zu machen. Du hast zum Beispiel eher auf Verteidigung. Das heißt, wenn er da bei der Verteidigung einen Schwertangriff sozusagen würfelt, dann kann er mal neu würfeln, vielleicht wird es dann ein Schild. Und so gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, seinen Held dann auch dann anders anzupassen und zu gucken, wie man den ausbauen möchte. Zudem sieht man jetzt hier wunderbar auch die 3D-Modelle, wie Basti schon gezeigt hatte beim Elder Tree. Hier jetzt auch die Portale das erste Mal, auch im 3D, das auch nochmal ein guter Blickfang ist. Und noch eine Neuerung, durch eine Erweiterung, die bei Vanilla mit dazu buchbar ist, habt ihr die Möglichkeit, einen Kampagnenmodus zu spielen. Da geht es dann von Level 1 bis Level 20 und da könnt ihr dann peu à peu das Spiel kennenlernen, neue Inhalte freischalten, die Mechanismen besser kennenlernen und so wunderbar in die Welt von Vanilla eintauchen. Wenn ihr dazu mehr sehen wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Es könnte sein, dass dazu noch ein Video von den Buddies kommt. Man munkelt. Habe ich sonst noch was noch vergessen? Ich glaube, das war's, ne? Ich denke, das War war's. auf jeden Fall einerlei Neuerungen. Grundsätzlich noch natürlich kleine Veränderungen so im Balancing und so. Hat man auf jeden Fall auch schon gesehen und wahrgenommen. Hier auch noch den Karten, genau, auch noch mal ein bisschen schicker als der Prototyp damals, wenn ihr die Videos vergleicht. Und ja. Genau, aber wichtig natürlich auch dazu zu sagen, auch wenn jetzt Vanilla ein ganzes Stück weiter ist, alles, was ihr jetzt hier seht, ist immer noch Prototypenmaterial. Das heißt, da kann sich auch noch mal einiges verändern, sowohl im Gameplay, in den Regeln, als auch natürlich am Material selbst. Aber das Spiel an sich macht schon einen sehr fortgeschrittenen Eindruck. Genau. Dann kommen wir mal zum Punkt, für wen ist das Spiel was? Wer sollte davon vielleicht lieber die Finger lassen? Wenn man sich das Ganze von oben anschaut, dann denke ich, sieht man erstmal, man hat ein Spiel mit sehr viel und sehr schönem, hochwertigem Material. Es gibt die Miniaturen, wie du gerade schon gesagt hast. Man hat eine Menge an Würfeln, D4-Würfel, eigenständige Würfel mit Schwertern und Schildern, man hat ein W6, man hat ganz viele schön illustrierte Karten, man hat auf der anderen Seite sehr viel Loot, den man bekommen kann, man hat diese ganzen Holzcubes und Zylinder, die überall noch mit dabei sind. Also es ist eine Menge Material, es ist sehr schönes Material und das ist erstmal ein wesentlicher Pluspunkt. Außerdem ist natürlich die Charakterentwicklung ein Punkt, der für viele sehr interessant sein kann. Also es geht wirklich darum zu schauen, wie loote ich meinen Charakter, welche Items sind dann da, wie kann ich die zusammen kombinieren, wie kann ich im Team eben mich abstimmen, zu sagen, der eine geht auf dieses Element, der andere geht aufs andere Element, weil natürlich auch alle Monster, die dann da sind, unterschiedlich agieren, unterschiedliche Fähigkeiten haben und man hat natürlich eine Menge Wiederspielwert, weil man die Map natürlich frei zusammenbauen kann. Die Karten werden in der Regel dann gemischt, verkehrt rum und dann halt auch aufgebaut und man weiß nie, wo welche Karte oder wo welches Hexfile sich hier dann befindet und so hat man immer eine neue Map, auf die man reagieren muss. Genau, man hat natürlich einen großen Rollenspielaspekt. Ihr habt halt natürlich einen Guardian, einen Held, der hat eine Spezialfähigkeit. Das heißt, ihr wollt ein tolles Equipment, wie Basti schon sagte, bekommen, looten, eventuell kaufen beim Schmied oder beziehungsweise schmieden lassen. Und dann natürlich auch in dem Rucksack sammelt ihr Gegenstände. Ihr läuft umher, sammelt da mal eine Pflanze ein, mal einen Pilz, geht dann zum Kochtopf beziehungsweise zur Hexe, dann die macht euch da wunderbare Tränke raus, die dann auch wichtig sind. Und so merkt ihr, ihr müsst halt gucken, wie ihr diesen Charakter managt und dann natürlich auch an die Monster anpasst. Wen greife ich jetzt wo an? Welcher ist mein Element, der so eine Schwäche hat? Wo kann ich da direkt zuschlagen? Und das ist natürlich mit der Kombination, mit dem, dass man miteinander reden muss, natürlich sehr, sehr essentiell. Das heißt, das ist auf jeden Fall die Sachen, die euch interessieren könnte. Ja, und für wen ist es jetzt eher weniger was? Also wenn euch die Punkte, die wir jetzt gerade positiv erwähnt haben, natürlich abschrecken, dann ist das Spiel natürlich nichts für euch. Was man vielleicht noch dazu sagen kann, auch im kompetitiven Modus spielt ihr nie wirklich nur gegeneinander. Ihr spielt immer auf eine Art und Weise auch gegen das Spiel. Wenn der Boss kommt oder die Monster kommen und den Elder Tree vernichten, dann habt ihr auch gemeinsam verloren. Natürlich habt ihr im kooperativen Modus nochmal die Städte, die ihr einzeln beschützt für euch, aber trotzdem spielt ihr nicht wirklich 1:1 gegeneinander. Also wenn ihr ein Spiel erwartet, wo ihr ein Duell zum Beispiel spielt, dann ist das eventuell auch falsch. Jedenfalls Stand jetzt, möchte man dazu sagen. Es kann ja eventuell sein, dass noch ein weiterer Modus dazu kommt, aber genau. Dann hake ich einfach mal direkt ein, wenn ihr natürlich dieses Puzzelige nicht mögt, ne? Also gerade diese Gegenstände miteinander matchen, gucken, was passt oder sowas, da wollt ihr vielleicht was Einfaches, dann ist es natürlich weniger was. Ihr wollt natürlich auch viele Fähigkeiten haben,
Gegenstände, dass die auch wunderbar miteinander kombiniert werden und sowas. Und wer das natürlich dann einer schlägt, dann ist das natürlich eher auch dann kontraproduktiv für den Spielenden. Genau, aber wie immer ist es natürlich eure Entscheidung. Schaut gerne in die Kampagne rein, verlinken wir euch unten dann nochmal. Die Kampagne startet demnächst und dementsprechend wünschen wir euch dabei viel Spaß und wir sehen uns bald wieder. Bleibt dran, genau, weil es kommt ja bald was und dann könnt ihr euch noch mehr in einem Bild machen von Vanilla. So sieht's aus. Also, bis dann. Ciao. Erneut entfacht die Schlacht der Elemente. Jetzt war ich kurz gegangen. Da hatte gerade überlegt, warum mache ich hier den Move hier. Deswegen. Erneut entfacht. Da ist schon Outtake. Da ist noch besser.